Hallo, ich bin's Ian. Ich möchte euch kurz die Bücher vorstellen, die ich im Februar gelesen habe. Im Februar ist ja auch in Deutschland Black History Month und deswegen habe ich wie in den letzten Jahren in diesem Monat nur Bücher von schwarzen AutorInnen gelesen. Das erste Buch habe ich als Hörbuch gehört, und zwar den Debütroman von Alice D. Williams, Genesis Begins Again. Die 13-jährige Dark-Skinned Genesis erlebt Rassismus und Colorism in der Schule und auch in der eigenen Familie. Ihre Familie muss häufig umziehen. Einer der Gründe, weswegen sie das machen müssen, ist, weil ihr Vater alkoholabhängig ist. Es ist also bei weitem kein einfaches, leichtes Buch, aber es hat mir trotzdem gefallen. Ich mag einfach Bücher, in denen die Hauptcharaktere trotz Widrigkeiten und gesellschaftlicher Diskriminierung Selbstwert und auch einfach zu sich selber finden. Und dieses Buch ist ein solches. Ich konnte auch dem Hörbuch sehr gut folgen. Dann habe ich The Obelisk Gate von N.K. Jemisin gelesen. Dieses Buch ist der zweite Teil der Broken Earth Trilogie. Offensichtlich ist es etwas schwierig, über den zweiten Teil einer Trilogie zu sprechen, ohne dabei zu spoilern. Deswegen hier kurz für die gesamte Reihe vielleicht. Dieses Buch oder diese Trilogie spielt in einer Welt, die dystopisch und Sci-Fi-mäßig ist irgendwie, und es gibt Menschen, die Magie benutzen können. Diese MagiebenutzerInnen werden in Schulen und dann Zirkel weggesperrt, und es wird versucht, ihnen ihre Individualität zu entreißen und sie dann nur als nützliche Werkzeuge für die Gesellschaft zu erziehen. Die Bücher haben offensichtlich einen Bezug zu unserer Gesellschaft und deren rassistischen Zustände, aber diese fiktive Welt und unsere Welt haben sehr unterschiedliche Historien. Was mir besonders an diesem Buch oder dieser ganzen Reihe gefällt, ist einfach die Komplexität der Charaktere. Also die Charaktere verändern sich, und zwar körperlich, als auch in ihren moralischen Prinzipien und auch einfach in ihrem allgemeinen Denkweise. Und genau diese Veränderung mit zu betrachten, nachzuvollziehen, fand ich sehr eindrücklich und auch einfach sehr spannend. Damit zu den Sachbüchern. Als erstes Afrokultur, der Raum zwischen gestern und morgen von Natasha R. Kelly. Zu diesem Buch habe ich schon ein extra Video gemacht, deswegen hier nur kurz. Die Autorin Kelly zeigt über verschiedene Wege schwarze deutsche Geschichte auf. Zum einen stellt sie 3 bekannte schwarze AutorInnen vor, dann beschäftigt sie sich mit der sogenannten postkolonialen Forschung in Deutschland, und im letzten Kapitel geht es dann um Modelle der kolonialen Wahrnehmung und der Produzierung von kolonialem Wissen. Einmal das Aufzeigen dessen, und dann geht es aber auch um Strategien, das vielleicht zu umgehen und nicht mehr zu machen. Insgesamt finde ich, dass dieses Buch auf jeden Fall ein sehr interessantes wissenschaftliches Buch zu Rassismus gegen schwarze Personen in Deutschland ist. Und das letzte Buch, The Body is Not an Apology, The Power of Radical Self-Love von Sonia Renee Taylor. Mir hat das Buch so gut gefallen, dass ich es mir kaufen wollte. Allerdings bin ich offensichtlich nicht so gut im Zitieren. Ich habe mir stattdessen das Buch Your Body is Not an Apology Workbook gekauft. Dieses Buch baut auf das, was ich im Februar gelesen habe, auf, und ist halt ein Workbook, wo man so dann auch einzelne an sich selber arbeitet und Dinge reinschreibt. Damit habe ich noch nicht angefangen, ich bin aber gespannt, wie das so ist. Aber zurück zum eigentlichen Buch, was ich im Februar gelesen habe, The Body is Not an Apology. Und da habe ich ein kurzes Zitat von Libby herausgesucht. Libby ist die Plattform, auf der ich mir das Buch ausgeliehen habe. Systems of oppression thrive of our inability to make peace with difference and injure the relationship we have with our own bodies. The Body is Not an Apology offers radical self-love as the balm to heal the wounds inflicted by these violent systems. Ich würde sagen, das Buch ist in einem sehr ähnlichen Ton geschrieben. Es enthält viele Fragen zur Reflexion,
auch einiges, was so neue Gedankenanstöße geben könnte. Das Buch ist relativ kurz, also es hat so 137 Seiten und ist etwa 5 Hörbuchstunden lang. Das heißt, einige Themen sind eher nur so angerissen. Deswegen, wenn man sich mehr damit beschäftigen möchte, macht es auf jeden Fall Sinn, noch weitere Bücher dazu zu lesen. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein Buch sein könnte, mit dem man gut überhaupt mit dem Thema anfangen kann. Und wenn man sich schon mehr so mit Body Positivity oder sowas auseinandergesetzt hat, dann glaube ich, ist es, also für mich war es trotzdem ein sehr motivierendes, schnell lesbares Buch, was mir trotzdem viel gebracht hat, Dinge vielleicht nochmal aus so einer bisschen anderen Perspektive zu betrachten. Deswegen generell kann ich dieses Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Mir hat es sehr gut gefallen. Besonders hat mir gefallen, dass sie halt einfach einen feministischen, intersektionalen Ansatz dabei hat. Das waren die Bücher, die ich im Februar beendet habe. Wie immer, wenn ihr Fragen zu den Büchern habt, schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Und ich bin auch an euren Erfahrungen und Meinungen von diesen Büchern sehr interessiert. Damit möchte ich mich verabschieden von euch. Bis bald.